Hallihallo, Hallöchen, da geht's dann weiter mit The Outer Worlds. So, das hatten wir. Im Tagebuch. Volle Energie müssen wir noch. Begleiterauftrag. Ach so, das müssen wir noch abgeben. Aber wieso ist das eigentlich ein Begleiterauftrag? So, wo ist unser Ziel? Da hinten. Und ich hatte ja schon gesagt, am Ende des letzten Streams, Twitch, warum lädst du nicht? Okay, live. Dass ich Edgewater den Strom klauen werde. So. Es gibt 5 Schadensarten. Ja. Das war ein Roboter. At Aiden Croft TV. It seems like your sound alerts browser source is offline. Make sure you implemented the source correctly. So, schauen wir uns hier kurz herum. Ihr seid schon tot. Da fehlt uns eine von den Teilen von. Okay. Nein? Something you need? Nein. Sei gegrüßt. Oh. Ich verstehe dich, aber leider nicht. Ich spreche leider deine Sprache nicht. The German Channel. Ich heilen kann ich nicht, ne? Verkaufsautomat? Hm. Ach ja.
Wissenschaftler. Sehr schön. Er hat Energiezellen für mich. Oh ja, draußen scheint keiner mehr zu sein. Kommen wir da rein? Eigentlich. Ja. Arme Hunde. Arme Hunde. Sicherheitszone deaktivieren. Aktuelle Protokolle. Fehler, Zugriff auf Sicherheitsprotokolle nicht möglich. Gemäß der Konzernvorschrift von Spacer Choice werden alle Sicherheitsprotokolle im Falle eines schweren Notfalls, eines katastrophalen Ereignisses oder einem Sicherheitsvorfall gelöscht. Achtung, vorgesehene Sicherheitsupdates in dieser Lage sind in kritischem Ausmaß überfällig. So, können wir da gleich schnell rein und wieder raus. Hier noch irgendwas. Ja. Da wollte ich hin. Deine Energiezellen möchte ich auch haben. Dann mal rein ins Kraftwerk. Geothermalkraftwerk. The control room should be ahead somewhere and a touch to the right. I hope we're doing the right thing. Here we go! Alright. Oh, Money. Oh, wo geht's denn da runter noch? Nur gesehen, es geht hoch. Es geht runter. Beziehungsweise es geht hoch. Zugriff auf Druide 1 und 2. Ja. Da ist nichts mehr mit Zugriff. Energiezellen, sehr gut. Mind your heat. Boah. Habe ich dir jetzt gerade aus Versehen den Befehl gegeben?
Tür aufschließen. So. Warnung, diese Einrichtung befindet sich im abgeriegelten Modus. Code eingeben. Code Spacer Thompson, jawohl. Sämtliche Dateien. Zugriff auf. Just ist schon wieder dieser Dickkopf. Hab ihn dabei erwischt, wie er an allen Robotereinheiten rumfuscht hat. Also musste ich ihn wegen Beschädigung von Konzerneigentum melden. Nun, falls ich diese Notiz hier ein paar Tage später erneut lese, soll daran erinnert werden, dass ich ihn bereits verwarnt hatte. Er hatte schon immer ein wenig krumme Gedanken. Er hat sich mit einem der Logmodule beschäftigt. Hab es konfisziert. Ich belasse es bei weiteres unter Verlust. Okay. Also ich werde nicht alles vorlesen, wie ihr merkt. Das ist einfach zu viel. Mal nur die Tür öffnen, okay. Coming! Hit him with the ball! Everyone all right? You got him! Ja, wir haben ihn. Get ready! Und da ist noch einer. Was? Ihr habt nichts drin? Boah. Was ist denn hier denn? No, 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 just leave me alone. Lass mich in Ruhe? Was? Wer bist du? Wer bist du? Wo bist du? No, 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 just leave me alone. Higgins. Higgins, wo bist denn du? Wie komme ich zu dir? Ach, da unten. You're not real. You're not real. Doch, ich bin sehr real. Ist da runter? Go away, Phantom. Mind the steam. You're liable to get scalded. Security. Watch out! Wow, wow, wow. Da oben ist noch einer. Nice one! Everyone all right? Sehr schön.
30 Energiezellen, die brauchen wir. Nochmal 20. Dampfauslassventile ausschalten. So. Noch was? Nein. Werkbank. Kann mir jetzt einer sagen, was ich jetzt hier getan habe? Investigating. Everyone all right? Hier gehen die Energiezellen aus. System sweeping Look east. out! Wow. So. Ah, wenn die ein bisschen Munition sparen. Also Energiezellen. Hopp. Oh, kann mir mal einer sagen, wo ich hier hin muss? Optional, Chester's Code. Aber nicht. Sicherheitschefin. Sicherheitschefin. Ja. Ja, machen wir schon mal. Self-diagnostics complete. Jeremy. Navigation systems operational. Combat systems operational. It's not the best choice. It's the spacer's choice. Seltsam. Wieso greifst du mich nicht an? Du hast es aus dem Schrottplatz rausgeschafft. All systems fully operational. Return journey successfully completed. Spacer's Choice would like to thank you for complying with your duties. Hostile actions towards Spacer's Choice mechanics are contrary to logical directive. Conclusion,
All hostile automechanicals must be defective in compliance with Spacer's Choice policy. All defective automechanicals must be permanently dismantled. Please allow me to assist. Ja, klar. Nur mal kurz zum Mitschneiden. Du willst mir helfen, die anderen Robotereinheiten zu zerstören? Affirmative. Mechanicide protocols loaded. Awaiting confirmation. Bestätigung erteilt. Klingt echt großartig. Ja, da hatte ich ja eben jemanden dessen Sprache ich nicht spreche hier im Chat. Der ist auch sofort wieder gegangen. Hat mir aber einen Follower da gelassen. Das finde ich nett. Sehe ich gerade erst. Muss mal eben was anderes gucken. Habe ich hier denn schon? Nein, hier habe ich den Hinweis für meinen YouTube-Kanal noch nicht reingetan. Dies ist mein YouTube-Kanal und Twitch-Archiv. https://www.ypsilon-oot.com/chann-el-uc gyovqdh8udj4p _ypkfkz9a. So. Besser geht's natürlich beim Gucken auf Twitch. Da sollte der eigentlich im Chat erscheinen. So. Habe eine Ausgabe von Handbuch zum Weltraummaschinenbau ausliehen. Ich glaube, es ist Band 3. Ich muss in der Grube irgendwas lesen. Besten Dank, C. Higgins. Konzernleitung hat ein Technikerteam geschickt, um unsere Robotereinheiten komplett zu bearbeiten. Jede Drohne, jede Wacheinheit steht mir ja eigentlich nicht zu, aber läuft das nicht eher gegen die Mission von die hier so kostengünstig wie möglich zu managen? Okay, mehr war da nicht. So, ich wollte aber zu dem Dingens runter. Was denn hier hin? So, dann müssen wir hier. You're not real. You're not real. Higgins, ganz ruhig. Alles ist gut. Go away, Phantom. Alles ist gut, Higgins. You're not real. You're not real. No, no, no. Just leave me alone. Wo bist du denn jetzt? Da. You're not real. You're not real. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot. Scram. Beruhig dich, ich will dir nicht wehtun. Spitze, noch ein Verrückter. You can talk? The Phantom's never talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Ich bin kein Hirngespenst, nur mal halblang. Sag mir lieber, was mit dir los ist.
Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorize me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Das steht, G steht für garantiert nicht verrückt. Was ist eigentlich deine Aufgabe? Ja, er ist der Sicherheitschef, das wissen wir ja schon. Wie lange bist du schon hier unten? Hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between 2 weeks and forever. My recollection's a touch fuzzy these days. Ah ja, was machst du hier unten? Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Du warst Ingenieur? I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded. Did it all from my old workroom just over in the next section. Ja, wenn du mit diesen Robotereinheiten gearbeitet hast, weißt du sicher, wie man sie aufhalten kann. Sind ja keine mehr da. Gut, gut. War das bevor oder nachdem du zum Zystenschweinmagnat wurdest? Wie hast du hier unten so lange überlebt? Dieser Ort sieht so aus, als wäre er schon vor langer Zeit verlassen worden. Was ist passiert? Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. Du wurdest nicht getroffen? Das ist ja schrecklich. Wie konnte das nur passieren? I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Wie immer habe ich alles verpasst. Wenn du mit der Roboter gearbeitet hast, weißt du sicher, wie man sie aufhalten kann. Okay, du warst also die ganze Zeit hier unten. Wieso bist du nicht verhungert? Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Du hast also Spratz gegessen. Braised. Boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. Was ist hier passiert? Mechanicals lost their bolts. Opened haben wir fire doch on schon. anything that moved. It was pandemonium. Entschuldigung. Ist ja schrecklich. Wie konnte das nur passieren? You mean, why did the Mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. The voices told them to do it. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Ah, komm. Look, I don't want to fall into any trouble with the Mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Mit den Rohreinheiten kann ich schon umgehen. Schließlich bin ich bis hierher gekommen. Oder du hilfst mir und ich verfüttere dich nicht an die Spratz. Du hast die Wahl. Ja gut, vergiss es. Lebt ja eh keiner mehr. Okay. Dann können wir jetzt wieder zurück. Und mal gucken, wo die Steuerung ist. Um den Strom umzuleiten. Ach so, hier lang. Jetzt noch 2. Haben wir mal drin. Ja, haben wir noch nicht eingeschaltet. Oh,
und hier sind wir runtergesprungen, also sind wir von hier gekommen, das ist schon mal sehr gut. Hier waren wir drin, da haben wir die Tür aufgeschlossen. Da lang müssen wir. Okay. Lass uns mal eben hier oben gucken, da ist zu. Hier ging es ja manchmal auch hoch, oder? Da kommen wir rein. Ha! Bürotür aufschließen, oh, wunderbar. Zurück zum Scheiß. Nachrichten. Guten Tag. Hiermit informieren wir dich informell über unser Missfallen deines Führungsstils des Emerald Wall Geothermiekraftwerks aufgrund des Überschreitens des Mitarbeiterbudgets im letzten Quartalsbericht. Wählen umgehend 5 Untergebene zur sofortigen Entlassung. Kontaktiere außerdem unser Büro, um schnellstmöglich deine offizielle Abmahnung zu terminieren. Solltest du uns nicht kontaktieren, führt dies zu einer offiziellen Abmahnung. Die Spacers Choice Family möchte dich eindringlich darauf hinweisen, dass die Arbeit für Spacer Choice kein Recht, sondern ein Privileg ist. Ah ja, genau. Eine andere von Abmahnung nicht vonnöten. Warte mal eben. Das war Reiß dich zusammen. Von J. Baden. Ne, an J. Baden. Guten Tag, wir haben die Behauptung, dass die Region Emerald nicht profitabel wirtschaftet, eingehend untersucht. Unsere Ergebnisse decken sich. Agrar- und Fischfang bzw. Konservenresorts fallen stetig, während der Emerald Well Geothermiekraftwerk einigermaßen profitabel ist. Unsere Mitarbeiter suchen derzeit nach Wegen, weitere Kostensparmaßnahmen umzusetzen, um die Vorgänge des Geothermiekraftwerks zu streamlinen und effizienter zu gestalten. Bitte bereite dich darauf vor, dass das Spencer-Schus-Komitee für Entwicklung und Kontrolle des Emerald Wall Geothermiekraftwerks einem erhöhten Versicherungsschutz aussetzen wird. Das Komitee möchte dich darauf hinweisen, dass ein solcher Versicherungsschutz ein Standardprozedere darstellt. Versuchen Sie nicht, diese Entscheidung zu deuten, zu interpretieren oder anderweitig in Frage zu stellen. Wir haben als besondere Aufmerksamkeit ein Team aus Maschinenbauspezialisten des Emerald Wall Geothermie entsandt. Dieses Spezialistenteam wurde angewiesen, die Robotereinheiten des Kraftwerks aufzustocken und abzugraden. Vollkommen kostenfrei. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Van Baden, Abmahnung von Unglücken. An die hochverehrten Mitglieder des Emerald Wald Komitees für Entwicklung und Kontrolle. Ich hoffe, ihr alle seid weiterhin reich und gesund. Euer letzter Brief hat mich veranlasst, nicht weniger als 5 Untergebene, die mir keinen plausiblen Grund zur weiteren Einstellung nennen konnten, zu identifizieren und umgehend zu entlassen. Ich möchte das Kontrollkomitee daran erinnern, dass das Emerald Well Geothermiekraftwerk weiterhin darauf bedacht ist, die gesamte Region mit günstigem und kosteneffizientem Strom zu versorgen, während der Rest von Emerald Well seine Produktions- und Leistungssoll verfehlt hat, da insbesondere unsere Agrar- und Fischfang- bzw. Konservenresorts nicht ansatzweise profitabel eingestellt sind. So. Also direkt dafür den anderen, den schwarzen Peter, in die Schuhe geschoben. Oh, nee. Ich spare mir die noch was auf. Ah, ich bin wieder leicht überladen. If we do this, they're still coming back.
Jetzt die Frage. Excuse me, ma'am. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Ich würde gern deine Meinung hören. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. Reed meinte, dass Edgewater ohne Arbeiter und Strom zugrunde gehen würde. Die Deserteure sind eine Gemeinschaft. Ich kann nicht einfach zerstören, was sie sich aufgebaut haben. Genau das. Das finde ich auch. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Ich weiß, was du meinst. Reed meinte, dass That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Ich bin froh, dass du etwas gesagt hast. Ich höre gern, was du zu sagen hast. Mach dir darüber keine Gedanken. Ich habe dir sowieso kaum zugehört. Lass uns losmachen. Nein. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. So, und ich leite es trotzdem zu denen um. Kraftwerkstatus. Hauptkontrollterminal, Kraftwerkstatus. Dieser Züge arbeitet mit 22% Effizienz. Strom wird derzeit geliefert an Edgewater Soldatenfabrik und Geo. Strukturelle Schäden festgestellt. Bitte bei Nachrichten umgehen und Strom umleiten. Anfrage wird bearbeitet. Oder willst du den Fortgang fortsetzen? Fortsetzen. So. Strom nach Edgewater umleiten. Strom zum Botaniklager umleiten. Und ich hatte ja gesagt, ich leite den zu denen um. So. Stromausfall in Edgewater festgestellt. Eklatanter Missbrauch von schönes Eigentum wurde festgestellt. Bitte wende dich an deinen Vorgesetzten für eine umgehende Abmahnung. Volle Energie aktualisiert. Leite den Strom vom GER um. Besorge den Energieregulator. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen schwer werden. Weil die einen Hals auf uns haben. Könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Hals auf uns haben. Rizos Spektrum.
So, lali. Wir sind sowas von überladen. Können wir eigentlich, oder bringt es eigentlich was, wenn wir nochmal zu denen zurückgehen? Plünderer Versteck. Ja, Moment. Plünderer Versteck, Plünderer Versteck, Plünderer Versteck. So, da müssen wir hin. Die müssen noch hier ungefähr gewesen sein. Wir haben keine inaktiven. Ich würde nämlich gern mal wissen, ob du ein Dankeschön von denen kriegst. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo das Botaniklabor war. Muss hier irgendwo gewesen sein. Eigentlich hier. Dann würden wir ja falsch gehen. Was haben wir hier? Das war der alte Vorposten oder so, ne? Vor allen Dingen kann man da bei dem Stefan verkaufen, was wiederum bedeutet, wir können uns ewigen Kampf in, wie heißt es jetzt, Edgewater besser bewegen. So, hier müsste es gehen. Hier müsste zum Bio-Labor gehen. Botaniklabor, so rum. Bio. Jawohl, da kommt sie. Botaniklabor. Ah, Grace. Gucken, ob sie was dazu sagt. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. Okay, dazu sagt sie schon mal nichts. Da oben, die Häuser haben wir uns nie angeguckt. Gehen wir erstmal zu Stefan da hinten. Wie gesagt, verkaufen. Zoe says she fought her way out of a marauder camp with her own bare hands. Ja, alles klar. Fresh off the limb, and that includes canid meat. So, Moment. Verkaufen. Ah, scheiße. Oh, So. Da, hier. Vierer. 3, 2, 29, 36. Ich bin am Kaufen, ich doof. Ach nee. Mega Dietriche. Okay.
So, Moment. 4 weg, 4 weg, 4 weg, 3 weg, 2 weg, 9 weg, 7, 3, 3, 14. Ist das da? Den wollte ich. 5er Spacer Choice. Okay. Stufe 5. Energiezellen, die brauchen wir. Hm, 180, 137. Welche haben wir denn jetzt ausgewählt? Die 131er oder die 140er? Reparieren. Können uns hier richtig bewegen. Mal gucken, ob Aiden was zu uns sagt. Wo ist er denn? Da ist er. You hear that? That low, pleasant hum of electricity? It whispers across the veil like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. Du hast Reed wirklich auf dem Kicker? My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Du kannst die Stadt so sehr hassen, wie du willst. Es wird dir deinen Sohn dennoch nicht zurückbringen. Was passiert jetzt? Blunt as a hammer. But you're right. Nothing can undo the past. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go. Es klingt nicht so begeistert. Noch mehr Mäuler, die gefüttert werden müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Das ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns verabschieden. Not as many as you'd think. We're not about to let the whole town join our flock. Just the ones willing to renounce their corporate loyalties and live the way nature intended. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Im Vergleich zwischen dem Lager und Reeds Konservenfabrik ist eure Art zu leben die bessere. Mir gefällt die Vorstellung nicht, Reeds Lakaien zu sein. Das habe ich nicht für euch getan. Ich versuche nur ein Schiff zu reparieren. Das sage ich lieber nicht. Nein. Der Vergleich. You're not quite like anyone else I've met. You haven't had your consciousness programmed by the board. You're welcome among us if you're ever so inclined. Finde ich aber schön, dass wir wenigstens noch hier dieses Gespräch mit eingebaut haben. Und nicht einfach gesagt haben, ja, Quest ist abgeschlossen. Sondern jetzt guck mal, dass du die eigentliche Quest abschließt.
Tür, da waren wir drin. Da ist noch eine offene Tür da hinten. Hier könnten wir knacken. Hey, Was glaubst du, was du machst? Lügen. Gar nichts. just keep your fingers to your own self, okay? Wo ist die denn hochgekommen? Wo sind die jetzt hin? Da. Ah, die geht nicht wieder runter. Hopp. Geh runter. Gucken wir uns erstmal hier um. Da ist zu. So ist die halt jetzt runtergegangen. Dann läuft sie nur hin und her. You made me do this, Oh. breaker. Die hast wirklich gesehen, hier eine. Ah, komm, geh mal. Parati! Mess with me. Everyone all right? Komm! Ich hab gedacht, du wärst noch da hinten, Madame. Sonst hätte ich die Grace gar nicht erschossen. Verdammt, verdammt, verdammt. Den Ruf umsonst besudelt. Verschlechtert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir müssen zum Moid. Here they come. Kommt ihr denn jetzt her? Nein! Ich war nur darauf am Achten, dass die Animationssequenz vorbei ist. Damit ich den Inhalator hätte benutzen konnte. So, wo sind wir denn noch? Ach, hier oben. Das heißt, wir haben sie noch nicht.
gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir diesmal nicht unser Ansehen verlieren. Gut zu wissen, dass jetzt wieder neue Abtrünnige hier sind. Gucken wir mal, ob wir die Jungs wie umgehen können. Steht ihr denn hier so mitten im Weg und dazu noch total verlassen, einsam rum? Okay, wir sind sie umgangen. Die Plünderer. Die haben natürlich scheinbar sofort gemerkt, dass hier kein Strom mehr ist. Und dadurch sich gesagt, ja, dann gehen wir die doch jetzt mal angreifen. Jetzt bin ich gespannt, was uns hier in der Edgewater erwartet. Ob sie uns alle feindselig gesinnt sind? Ho, wie sieht das denn hier aus jetzt? Irgendwie Poster, die man abmachen kann oder so? Sentinel Cannery. Der scheint sich verpisst zu haben, der. Also. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Weil ich dich nicht mag. Es war nicht persönlich. Ich brauche euren ja. Ich schulde dir keine Klärung, um dir eine Lektion zu erteilen. Is that right? I'm dying to hear this. Please, educate me. Adelaide hatte recht. Ich musste dafür sorgen, dass ihr das einseht. Ihr seid alle Sklaven von Spencer Boys. Ich befreie euch. Das Leben ist voller Verrat. Ich bin nur die Jüngste. Du bist eine widerliche Person, verdienst alles, was dir zustößt. Spencer's Choice. Liberating? Edgewater is my home. The only home I've ever had. I put down roots here, gave decades of my life to this place. I never asked to be liberated. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Das war mir klar. Es tut mir leid, Sir. Was passiert jetzt mit Edgewater? Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide's deserters are never coming back. Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then. Some will move on. Some will starve. And as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed, and then
duly imprisoned for gross incompetence. Ja, geschieht dir recht. Es tut mir leid, Reed. Nee. Hey, gone quiet. Jetzt Papati selbst erledigt. Einer noch, da kommt er ja. Hey, Papati. Einer ist noch da. Ah, Reed auch. Er hat doch keine Kündigung eingereicht. Beziehungsweise hat die schnelle Kündigung eingereicht. Hält mal doch noch einen Ausgang, ne? Der war näher. Jawohl. Tipp, tipp, am Friedhof. Watch out! Better keep it. Ha? Na komm. Können wir hier raus? Ja. Papati wird wohl schon mitkommen. Here they come! Hier ist keiner. Okay. Ich hätte auch Schnellreisender hier machen können, glaube ich, ne? Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model?
Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. Die Deserteure am Edgewater am Rücken gekehrt. Nichts hält dich davon ab, das Gleiche zu tun. Du warst noch nie auf einem Schiff? I worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Natürlich kannst du mitkommen. Ich nehme dich gern mit. Such dir eine Kabine aus, in der du bleiben möchtest. Naja, Wied wird schon nichts ausmachen. Tote haben selten eine Meinung. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Nein. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, ma'am. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Ah, ich habe einen Captain. So. Ist er hier rein? I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. Es freut mich, dass du zu einem schnellen Untergang dazu getan hast. Junge. Wo muss ich denn den jetzt hinbringen? Den Regulator. Hier. Hier war's. Fahrkarte ins Nirgendwo erhalten. Silberne Trophäe. Sprich mit Ada. What can I do for you, Captain? Ich habe den Helge eingebaut. Our systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Lass uns von hier verschwinden. Einen Moment, ich muss noch etwas erledigen. Nein, wir haben ja nichts mit zu erledigen hier. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Gut, ich habe schon auf eine Nachricht von ihm gewartet. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Kommt zum Punkt, Jens. Mir ist ein bisschen schwindelig, außerdem kann ich die Zeit verlangsamen. Kommt zum Punkt. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch.
I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. In Ordnung, dann rede ich mit Gladys. Warum brauche ich einen Navigationsschlüssel, um mal auf einem Planeten zu landen? Moment mal, du willst, dass ich mich mit Leuten auf dem Schwarzmarkt einlasse? Oder ich könnte ein paar Lichtjahre zwischen mich und Hollycon bringen. Kann ich irgendwo außerhalb von Zerran? Jetzt verarschen wir ihn erstmal. Wir könnten ja ein paar Lichtjahre abhauen. Wir könnten ihn einfach abhauen. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the hope. In Ordnung, dann rede ich mal. Du hast erwähnt, dass ich einen Navigationsschlüssel bräuchte, um auf dem Monarch zu landen. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. In Ordnung, die Schwarzmarkthändlerin. Kann ich nicht irgendwas... In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kelly. Diese Gladys, woher weiß ich, dass ich ihr vertrauen kann? Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Mir gefällt die Vorstellung nicht, mit einer Kriminellen zu arbeiten. Wir sind ja selbst kriminell. Also, hallo, was wir da jetzt gerade schon alles geklaut haben. Also. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Dafür finde ich bestimmt eine gute Verwendung. Danke. Willst du mir vielleicht erklären, was ein Holomantel sein soll? Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits, first-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Dafür für bestimmte Verwendung, du meinst, das Ding hätte Grenzen. Darauf fällt tatsächlich jemand rein? The beauty is they don't expect it. The shroud is the only one of its kind. We humans have a tendency to overlook the unexpected. Activate the disguise, walk past someone. What do they see? A figure dressed like a fellow employee. Don't act odd. They won't focus on you. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. Best used in moderation. When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. Dafür finde ich bestimmt eine gute Verwendung. Wieso brauche ich dazu... Könnte ich nicht einfach eine Uniform oder sowas stehlen? A change of clothes? What is this? Some old spy serial?
What inattentive and brainless guard would be fooled by such a shabby disguise? The holographic shroud masks not only your clothes, but your face and fingerprints. It modulates your voice and sweetens your breath. Und sorgt für frischen Atem. Wie zum Teufel sorgt ein Hologramm für frischen Atem? Science, that's how. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Das wäre jetzt aber mal ein geiler Kniff, wenn du wirklich quasi nachher am Ende entscheiden könntest, oh, ich werde quasi auch ein Vorstandsmitglied, die anderen sind mir egal, Hauptsache ich bin reich. Findest Labor, da Grund. Egal, da müssen wir hin, ne? Ein idyllischer, erdähnlicher Planet. Holigans wohlhabende Elite lebt in der Hauptstadt Benzin, während die Arbeiter der Kolonie Konzernsiedlung an der Grenze. Aha, okay. Dann fliegen wir mal eben bei Passage. Oder sollen wir mal nach Terra 2 fliegen? Geht das? Landeplatz von Edgewater. Ach so, okay. Da waren wir ja gerade. Willkommen auf der Systemkarte. Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen, dazu noch ein paar relevante Orte, die du womöglich entdeckt hast. Du kannst dein Schiff zu jedem freigeschalteten Ort fliegen, wobei manche Landeplätze besondere Codes und Schlüssel erfordern, bevor sie die Landung freigeben. Und sowas kommt, nachdem man es ausgewählt hat. Also, hallo. Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Ich hätte Lust auf ein wenig Unterhaltung. Hast du eine Minute? Ich würde gern mehr über die Kolonie erfahren. What part of the colony would you like to discuss? Orbitallabor von Venus. Und machen wir Terra 2 erstmal. Terra 2? Edgewater is the sparkling county seat of Emerald Vale, or it was when first built. Since then, neglect and time have worn away her shiny veneer. The town is near the coordinates where Captain Hawthorne died. It would not be unfortunate if something, like, say, a plague, were to wipe Emerald Vale from the face of the planet. Was hältst du von den Einwohnern? You mean the ones who did not answer my distress call with medical assistance, but instead came to issue my injured captain a parking ticket? I'm sure they are wonderful humans who don't deserve to be wiped out by starvation or a devastating plague. Wie stehen die Dinge in Edgewater seit unserer Abreise? Since you diverted power to the deserters, the botanical lab is thriving. However, Emerald Vale's cannery shut down, leading to a total collapse of Edgewater's population. Thank you, Captain. Wie? Danke, Captain. Of course. What part of the colony would you like to discuss? We're going to dock with the Groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardettes take their docking laws quite seriously. Darum kannst du dich kümmern, oder? Sag mir mal, was
Oder ob sicher. I can, yes. Let me add that to my list of 1,435,498 tasks I am simultaneously executing in order to run our ship. Großartig, danke. You are more than welcome, Captain. The Groundbreaker was Halcyon's original colony ship. It has since been repurposed as a service station in the Lagrange point of the system. Freighters often deliver or pick up goods from the Groundbreaker en route to other destinations. The city ship hosts an array of cargo bays, factories, housing sections, and more. Many of Halcyon's companies maintain office spaces with stationed representatives in what is considered a truly neutral territory within the system. I have filed the required docking forms in triplicate, and fees have been paid. Ja, toll. Habe ich jetzt die ganze Zeit hier rumgelabert und habe nicht mitbekommen, dass mein Mikrofon gemutet war. Sowas aber auch. Verdammt. How can I be of assistance? Ich hätte schon Lust auf etwas. Hast du eine Minute? I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. Was würde passieren, wenn du keine Energiequelle mehr hättest? Erzähl mir von Captain Hawthorne. I require a captain to pilot the ship. Without an identified captain or crew, I serve no purpose. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. Gab es auf dem Schiff noch weitere Captains? If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. How can I be of assistance? Certainly, Captain. What would you like to hear? Ada, erzähl mir einen Witz. Ada, spiel meinen Lieblingssong. How do linear algebraists settle arguments about matrix transposes? With a duel. Okay. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. Warum fliegen wir denn jetzt nicht? The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Ach, wir sind schon da? Echt? Can we talk? Ja, können wir. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? Was ist mit ihr? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Ja, können wir machen, klar. Wir können jetzt gleiche Maschinen verbauen. Ich dachte, du hättest gesagt, du kannst das Schiff fahren. Möchtest du etwa von meiner Crew zu ihr wechseln? Ich glaube nicht, dass... Nein. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Ich glaube, es ist Zeit, dass du weiterziehst, Pavati. Was? Nix da. Make yourself at home, Captain.
Holomantel. Der Holomantel produziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebiete gibt, sofern du dafür über ein passendes Ausweismodul verfügst. Sperrgebiete sind ansonsten für nicht autorisierte Personen nicht zu betreten. Zuwiderhand wird mit Waffengewalt vergolten. Nachricht führen. Ort für uns ungelesene Nachrichten ansehen. Von U. Bedford. Danke. Oh, ich habe bei meiner letzten Nachricht noch etwas vergessen. Ich Schussel. Ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer von Singularity Steel. Da geht es um einen verwegenen Weltraumpiraten mit einem Herz aus, naja, Stahl. Der Vorstand hat sie nicht wirklich abgesegnet, also zeig sie besser nicht deinem Spacer-Kumpels. Sie wird dir hoffentlich auf deinem Weg zum nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeit mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Archivierte Nachrichten? Wo? Liebster Alex, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, endlich von dir zu hören. Deine Nachricht war zum Totlachen. Ich bin entzückt ob deines fabelhaften Sinns für Humor und deiner herrlichen Späße. Ich hoffe doch, dass dich dein Terminal in der näheren Zukunft nicht im Stich lassen wird. Ich habe übrigens die Kommunikationskanäle der Groundbreaker abgehört, um an die neuesten Infos zu gelangen und habe dabei mitbekommen, dass du nicht auf dem Landeplatz Edgewater gelandet bist, sondern mitten in der Wildnis. Du derber Individualist, du. Ich kann nur hoffen, dass dieser Idiot Thompson dir keinen Ärger gemacht hat. Wie dem auch sei, dein Treffen auf Tara 2 wird sich hoffentlich als ertragreich ausstellen. Ich freue mich regelmäßig von dir zu hören. Dein bester Freund. Hallo? Hallo? Alex, ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich tippe mal darauf, dass es eine Scheune gewesen sein könnte. Denn jeder, der auch nur einen Funken Anstand besitzt, würde wissen, dass es unverzeihlich unhöflich ist, die begeisterten, aufrichtigen Nachrichten eines Freundes zu ignorieren. Mit besten Grüßen, Udo. PS, bitte antworte. Lieber Alex, hallihallo, ich hoffe, es geht dir gut. Es war mir eine Freude, dich letzte Woche wieder in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Das mit der erneuten Beschlagnahmung und dem ganzen Chaos tut mir furchtbar leid. Wie konnte das denn nur ein zweites Mal passieren? Diese Terminals heutzutage, furchtbar. So unzuverlässig. Haha, so wie dein Schiff. Ich hoffe, du hast über diese Sache nachgedacht, über die wir geredet haben. Du weißt schon, wegen dieses Wheels-Typen. Ich will dich wirklich nicht drängen, aber ich habe dieses komische Gefühl, dass du ihn wirklich kennst. Und wenn du mir einfach sagen könntest, wo er sich dann aufhält, nun, dann würde unsere Freundschaft doch wirklich zugute kommen, nicht wahr? Ich freue mich schon bald, dich wiederzusehen. Wingman. Es war mir eine Freude. Lieber Alex, hallo. Ich bin es, Udo. Udo Bedford. Wir haben uns kennengelernt, als ich dein Schiff aus Versehen beschlagnahme. Okay. Protokolle. Strumpfstrahler. Titel hammerhart. Oh Mann. Und die Spur führt zum Schwarzmarkt. Reeds-Hut. Obsidianschädel. Unter hohem Druck hergestellt. Diese dekorativen Schädel wurden aus Vulkangestein geformt. Wenn man vor einer Wahl gestellt wird, gibt es manchmal keine andere Möglichkeit, als die Leute auszulöschen, die einen zwingen wollten, diese Wahl zu treffen. I think I'll initiate an unscheduled.
Das wollte ich jetzt eigentlich nicht unterbrechen. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying. We move cargo 16 hours a day. Jackass Half of us still can't afford a bed. Shut it, Felix. I'm in the middle of a situation. If you could move along, I'd be obliged. Don't go telling him where to step. Groundbreaker belongs to all of us. Felix, first of all, no, it doesn't. And second, shut the hell up. Don't think I won't detain you again. Sieht so aus, als hättest du schon genug Probleme. Machst dir was aus, wenn ich ein Wort mit dem Kleinen rede? Schon wieder? Was hat er getan? Ich gehe wohl besser. Hey, knock yourself out. Or him, if you're so inclined. Whatever you heard, it's all true. Ich würde gern deine Version hören. Was ist passiert? Ich habe gehört, du hast jemanden deinem Wurfballschläger umgehauen. Du wolltest wohl verhaftet werden. Ja, hören wir uns deine Version mal an. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Und dann habt ihr eure Meinungsverschiedenheit wie Erwachsene beigelegt, nicht wahr? Also hast du die Ehre deines Teams verliehen? Oh Mann. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Hast du schon einen Plan? Klingt, als wärst du auf dich allein gestellt. Alles besser als nix. Du hast echt Glück, dass du keine Strafe hast. Hast du schon einen Plan? Der schließt sich bestimmt uns an. Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Ist es? Ich bin der Captain der Neue. Im Prinzip schon. Nein, ist es. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Ich habe deinen Namen nicht mitbekommen. Ich bin Adiane Croft. Hast du es eilig, irgendwo hinzukommen? Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Zack, und direkt wieder lange Finger machen. Hopp, 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 hopp. Hopp. Lal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 a. Wir suchen vieles für mehrere Verbrechen und Widerstand gegen Verstandserscheinungen. Ja. Schon wieder vieles Wels. Customs and inspection, right this way. Was? Und ja, ich sehe, dass wir einen Fertigungspunkt zur Verfügung haben, aber den setzen wir nachher ein. So far as you know, I'm not drinking on duty. Ja, da komme ich nicht rein.
Moment mal, wo muss ich hin? Da lang. Ausweismodul. Du hast ein Ausweismodul gefunden, das du kombinieren kannst. Wenn du das damit verbundene Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getarnt. Aber Inventar, so Kleidung. Wo habe ich denn dieses Holo-Dingsbums-Teil? Verbrauchsgegenstand hinzufügen. Ach, da. Ah, ja, das sind die Goldzähne. Ach, das Tagebuch haben wir gar nicht weggebracht. Ah, okay. Da ist der Volumenanteil. Was hat denn nur? Ah, was kann ich jetzt damit machen? So, Option. Ah, wie kriege ich das Ding da rein? So, jetzt haben wir die nebeneinander. Ich kann nichts machen hier. Tagebuch. Tarnung. Holomanzel. Super. Zwei.
Hm. Muss ich dafür vielleicht unbeobachtet sein? Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Wie füge ich die zusammen? Einzige ist Option. Aber wenn ich die anklicke, kann ich machen, was ich will. Bis auf zurück funktioniert nichts. Selbst Optionen anklicken geht nicht mehr. Okay, da muss ich mich erstmal schlau machen. Das bedeutet, der Stream endet an dieser Stelle. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich scheinbar ziemlich lange das Mikro gemutet hatte. Muss mir den Stream nochmal angucken, ob das stimmt. Ja, wenn es euch denn trotzdem gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Würde mich freuen. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Outer Worlds. Und bis dahin, arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.